Fühlst du dich auch wurzellos und ohne Familie über Weihnachtszeit oder andere Jahrestage? Und gehörst du vielleicht zu den Aussteiger, die nicht mehr in alten Umgebung leben und ja, die Täterfamilie verlassen haben? Fühlst du dich jetzt über Weihnachtszeit dann noch ganz besonders verlassen, alleine und ständig getriggert? Und du weißt nicht so recht, was du tun könntest, damit es leichter wird, dann ist dieser Video genau für dich. Ich freue mich jetzt. Gabriela ist mein Name, ich bin psychologische Berater und ja, fokussiert, spezialisiert auf Komplextrauma und Entwicklungstrauma, Selbstüberlebende und ja, lass uns loslegen. Meine erste Empfehlung ist, dass du dich vorbereitest und zwar vorbereitest auf emotionale Flashbacks. Gerade über diese Weihnachtszeit, da werden wir an jeder Ecke an Advent und an diese Familie, an die Ursprungsfamilie beziehungsweise an die Bezugspersonen von damals erinnert, die uns etwas Gewaltvolles angetan haben. Weihnachten ist Fest der Liebe. Liebe ist ja eine Emotion und zwar eine Grundemotion von uns. Wenn wir mit Liebe aber ganz viel Schreckliches verbinden, weil diese damalige Liebe nicht richtig war und nicht wohlwollend war und nicht unsere Bedürfnisse berücksichtigt hat, dann ist ein Fest dieser Liebe natürlich ist sehr schmerzhaft. Emotionale Flashbacks sind über diese Zeit sozusagen tagtäglich und auch öfters am Tag. Auch ich erlebe diese emotionalen Flashbacks. Was sind emotionale Flashbacks? Das sind diese Erinnerungen, wo du keine bildhafte Erinnerung dazu hast, also wie zum Beispiel eine Vision oder ein Albtraum, sondern du hast lediglich eher dumpfes Gefühl oder du empfindest mehr oder weniger Herzraum beziehungsweise in den Körper. Und manchmal geht diese Flashbacks sogar über Tage hinweg. Man versetzt sich ja in eine Art Lethargie oder Agonie oder eine Art Depression oder ein ganz tiefer, ja, Wut und ist ja sozusagen gefangen. Ich habe ja schon ein anderes Video gedreht, wie du damit umgehen kannst und Empfehlungen dazu ausgesprochen. Also, mein Tipp Nummer 1 ist, stell dich sehr gut auf emotionale Flashbacks ein und sorge präventiv darum, dass wenn dir das wieder begeht, du genau das tun kannst, was dir gut tut. Meine zweite Empfehlung ist, wenn du dich wurzellos fühlst und ohne Familie beziehungsweise absolut ausgestiegen warst, wahrscheinlich bist du sogar in eine andere Stadt gezogen und womöglich auch noch nicht so lange her, dass das passiert war. Und dein ja, soziales Umfeld, naja, ist sozusagen auf eine Hand abzuzählen. Also hättest du auch nicht irgendwie Freunde oder eine neue Familie, wo du diese Tage verbringen kannst, ist entscheidend, dass du schaust, welche Rituale bis jetzt gepflegt hast. Welche Rituale kennst du aus deiner Kindheit, die ja höchstwahrscheinlich mit gewaltvollen Erinnerungen verbunden sind und dass du diese Rituale lässt. Vielleicht kommen dir neue Ideen und du schaust, was zu dir passt. Versuch neue Rituale einzurichten, die du ja zum Weihnachten für dich machst, nur für dich. Hauptsache, es tut dir gut, es fühlt sich gut an und das nährt sozusagen deine Selbstfürsorge und deine Selbstachtung. Welche könnten sein? Zum Beispiel, dass du an jeden Adventstag eine Überraschung dir selbst vorbereitest.
Oder dass du jeden Tag ein Programm planst, was du nur für dich machst, ob das jetzt ein Kinobesuch ist oder du tust ja, das muss nichts Großartiges sein. Das kann ein Eichhörnchenfüttern sein. Oder das kann sein, dass du endlich mal wieder dein Buchregal ausmistest. Oder du machst zum Beispiel, bereite dein Lieblingsessen zu. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du ja neue Rituale für dich letztes Endes etablieren kannst. Und ja, Kreativität gibt ja gar keine Grenzen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Meine dritte Empfehlung, wenn du wurzellos und ja familielos diese Tage verbringen musst, ist, das ist mit der Tatsache verbunden, dass wir die Kontakte abgebrochen haben, natürlich dennoch ganz, ganz tief in uns gewisse Liebe für diese Personen ja, empfinden. Ähm, Zumindest gehe ich davon aus. Ich habe auch Täterinnen und auch gar keinen Kontakt mehr. Ich habe auch ein zweites Familienmitglied, wo ich keinen Kontakt mehr habe, weil ich nach ganz langer Zeit, nach vielen, vielen Jahren, ja, diese Unabhängigkeit endlich erreichen konnte und da jetzt auch gar kein Kontakt mehr da ist. Aber das sind ja meine ursprüngliche Familienmitglieder und irgendwo tut mir das alles auch weh. Also es ist ja auch zum Teil in uns ein Widerspruch oder so ein ambivalenter Zustand, weil zum einen wissen wir, dass es uns gut tut, dass wir zu dieser Täter oder zu diesen ja, Personen, die uns immer wieder respektloses und ja, schmerzhaftes zugefügt haben, keinen Kontakt mehr pflegen. Auf der anderen Seite fehlt uns natürlich die Rolle von einer Mutter, von einem Vater und auch von einer Schwester oder einem Bruder. Und unsere Ursprungsfamilie nicht mehr haben zu dürfen, ist ein unglaublicher Schmerz, was wir womöglich nie ja, verdenken und auch nicht nie verarbeiten werden können, so dass es uns keine schmerzhafte Gefühle bereitet. Und deshalb habe ich für dich eine Variante, eine Überlegung, dass du vielleicht versuchst, aber nur wenn du möchtest und dir das zuspricht, dass du sagst, okay, also alle Mitglieder deiner Ursprungsfamilie hatten auch, wenn auch nur für Sekunden, aber etwas Liebevolles an sich. Und vielleicht magst du diese ehemalige ja, Familienmitglieder einladen, aber nur die Teile, nur die Seiten von diesen Mitgliedern ähm, zu dir zum Weihnachten einladen, die liebevoll waren. So musst du nicht ja komplett irgendwie verbannen oder letztes Endes alle Fäden reißen, sage ich mal, sondern du hast eine Zwischenlösung, welche dir dennoch gut tut, weil in Gedanken sind diese gute und wohltuende Seiten, diese Menschen doch bei dir und die sind im Gedanken oder mit diesen Seiten und Eigenschaften doch bei dir zum Weihnachten und dann verläuft ja deine Adventszeit womöglich doch nicht so schmerzhaft und nicht in so viel Abgetrenntheit und so viel Verlassensein, sondern du hast ein liebevoller Anteil dessen und ein, ein gedankliche Familie, die du dir selbst bastelst und so gestaltest, wie es dir gut tut.
das waren jetzt meine 3 Tipps für dich und ich wünsche mir, dass du vielleicht eine Anregung holen konntest und dass du ja, die Tage, die jetzt auf uns zukommen, ja, in einem anderen Setting, in einem anderen Licht dieses Jahr verbringen kannst. Und wir sehen uns ja noch am Heiligabend live um 11 Uhr hier auf YouTube und auf LinkedIn. Und bis dahin, alles Liebe, Gabriela.